Die Ursprünge des Badmintons reichen schon bis über 2000 Jahre vor unserer Zeit zurück. In Indien gefundene Höhlenzeichnungen belegen, dass dort schon zu dieser Zeit mit kleinen Holzbällen und Hühnerfedern und abgeflachten Hölzern gespielt wurde. Somit ist Badminton älter als Tennis oder Basketball, ohne dass die Bezeichnung Badminton erfunden war. Auch bei den Inkas, den Azteken oder im Adel zur Zeit des europäischen Barocks waren Federballspiele als Freizeitbeschäftigung bekannt und beliebt. Sportlich gesehen hatten diese Anfänge jedoch wenig mit dem heutigen Badminton zu tun. Ziel der damaligen Varianten war es meist, dass zwei Spieler sich den Federball so oft wie möglich zuspielen, ohne dass dieser den Boden berührt. Ein urkundlich erwähnter Rekord aus dem Jahr 1830 beläuft sich dabei auf 2117 Schläge für nur einen Ballwechsel. Dafür würde man heute etwa 35 Minuten brauchen. Diese Marke ist für einen Ballwechsel zur heutigen Zeit jedoch unrealistisch und eher dem Federball zuzuordnen, wo es darum geht, den Ball so oft wie möglich zu treffen und nicht darum, dass der Gegner den Ball nicht bekommt. 1872 wurde das Federballspiel von einem britischen Kolonialoffizier aus Indien mit nach Europa gebracht. Hier wurde es zunächst mit dem Namen Pona auf einem englischen Landsitz mit dem Namen Badminton House vorgestellt. Dieser Landsitz wurde Namensgeber der von uns bis heute sehr geliebten Sportart Badminton. 1883 wurden erste Regeln in einem Heft veröffentlicht, dessen wenige Exemplare heute über 1700 € kosten. In Südenglands Kohorten entstehen erste Clubs. Durch verschiedene Regeln, Disziplinen und Feldgrößen der Vereine waren Wettbewerbe jedoch so gut wie unmöglich, weshalb 1893 der erste Verband gegründet wurde. Nun konnte Badminton wettkampfmäßig gespielt werden. Anfang des 20. Jahrhunderts schwappte unser geliebter Sport dann auch nach Deutschland und Nordeuropa über. Die Dänen machen den Sport sogar zu ihrem nationalen Wintersport. Deshalb sind sie wahrscheinlich auch bis heute so erfolgreich. In Deutschland dauert es bis 1953, bis es mit dem Sport so richtig losgeht. Denn im Jahr 1953 wird der Deutsche Badmintonverband gegründet und die ersten deutschen Meisterschaften finden statt. Im gleichen Jahr wird in Bonn auch die erste Badmintonhalle gebaut. Zuvor waren die einzigen für Badminton geeigneten Orte die Kirchen. Auch international wächst der Sport weiter, sodass 1934 der Badminton-Weltverband BWF entsteht. Durch politische Hindernisse wird China nicht in den Verband aufgenommen, woraufhin prompt ein zweiter Weltverband gegründet wird. Nach weiteren Verhandlungen werden beide Weltverbände aber zu einem vereinigt. Nun kommen immer mehr Turniere hinzu. 1955 die German Open, 1957 wird der erste deutsche Meister ermittelt, damals der erste DBC Bonn. Europameisterschaften und Weltmeisterschaften werden ausgetragen und seit 1992 ist Badminton sogar olympisch. Bei den ersten Spielen dominiert Indonesien mit 5 Medaillen, gefolgt von Malaysia mit 1 Medaille. Kurios ist, die Medaillen waren die ersten jemals gewonnenen olympischen Medaillen beider Länder. Bis heute bilden diese beiden Länder zusammen mit China, Südkorea und anderen asiatischen Ländern die Weltspitze im Badminton. Aber auch Dänemark kann in der asiatisch dominierten Sportart immer wieder Erfolge verzeichnen. Dazu erreicht Badminton eine immer größere Popularität. In Indonesien zum Beispiel ist Badminton Nationalsportart mit Millionen von Fans und die SpielerInnen sind absolute Topstars. Trotz einiger Stagnationen spielen auch in Deutschland über 200.000 Menschen in einem der 2000 Vereine und über 4,5 Millionen Menschen hobbymäßig in Zentren. Auch an Schulen wird Badminton unterrichtet. Auch wenn wir zahlenmäßig nicht mit Cricket oder Fußball mithalten können, hat Badminton also eine durchaus interessante Geschichte. Wenn du immer noch nicht genau weißt, was Badminton ist, schau gerne hier den ersten Part und wir sehen uns in weiteren. Bis bald!